Permanent magnetunterstützter Synchron-Reluktanzmotor. Das hört sich im ersten Moment ziemlich technisch und eigentlich auch ein bisschen langweilig an, ist aber mehr als spektakulär, denn dieses gute Stück steckt in der neuen Energica Xperia, wie sie hier vor mir steht. Und ich habe tatsächlich die Gelegenheit, dieses Motorrad jetzt schon auf Herz und Nieren im Alltagsbetrieb zu prüfen und so ein bisschen herauszufahren, ob das Thema Elektro-Touring, wie es Energica mit diesem Modell einführen möchte, schon so alltagstauglich ist und so gut funktioniert, wie die Italiener sich das vorstellen. Servus Sportsfreunde, ich grüße euch nochmal zu diesem neuen Asphalt-Süchtig.de-Video, in dem es, wie bereits erwähnt, um die neue Energica Xperia gehen soll. Das Video ist für mich tatsächlich etwas ganz Besonderes und das hat mit diesem Motorrad zu tun. Energica hat die neue Xperia jetzt vor kurzem vorgestellt, es gab auch eine Präsentation. Es sind bis jetzt aber nur 5 Vorserienmodelle weltweit unterwegs, die getestet werden können. Und das Motorrad, das hier vor mir steht, ist eben eines davon. Und ich freue mich sehr darüber, die Möglichkeit zu bekommen, die neue Touring-Speerspitze von Energica im Alltagstest bewegen zu dürfen. Bevor ich das tue, will ich euch aber wie immer ein paar Informationen zum Motorrad und zur Weiterentwicklung von Energica mitgeben. Wie ihr sehen könnt, es handelt sich um ein Tourer, um einen voll verkleideten Tourer. Das ist das erste Mal, dass die Italiener ein entsprechendes Modell auf den Markt bringen. Und was bei einem Touring-Motorrad natürlich wichtig ist, ist das Thema Reichweite. Und hier kommen wir tatsächlich schon direkt zum Eingemachten. Nicht nur das Motorrad, nicht nur der Rahmen ist komplett neu entwickelt, auch die Batterie und der Motor sind Neuentwicklungen. Was macht den Motor aus? Er ist laut Energica leichter und leistet in dieser Ausbaustufe zwischen 80 und 102 PS. Warum zwischen 80 und 102 PS? 80 PS ist so die Dauerleistung, die bei 7000 Touren ansteht, und im Peak soll das Aggregat bis zu 102 PS leisten. Hört sich im ersten Moment nicht so besonders spektakulär an, aber das ist bei Elektromotoren ja die Regel, will ich sagen. Viel interessanter bei diesen Aggregaten ist das Thema Drehmoment. Und hier haltet euch fest, gibt Energica an, zwischen 115 und 900 Newtonmeter. Wirklich verrückt. Die Zahlen habe ich aus den Unterlagen. Ich muss da wirklich noch mal recherchieren, ob die 900 Newtonmeter nicht ein Druckfehler sind. Es hört sich auf jeden Fall verrückt an und ich bin schon sehr gespannt drauf, wie sich die Sache anfühlt. Die Laufleistung bzw. die Reichweite hat aber natürlich weniger was mit dem Motor als mehr mit der Batterie zu tun. Und hier handelt es sich um einen Lithium-Polymer-Akku, der jetzt in Gänze eine Kapazität von 22,5 Kilowattstunden haben soll und damit im kombinierten Betrieb über 250 Kilometer Reichweite schaffen soll. Im Stadtverkehr sogar über 400. Also wirklich spektakuläre Werte. Bleibt jetzt natürlich abzuwarten, ob die tatsächlich eintreffen. Ich habe das Thema Leistung angesprochen und vor allen Dingen das Thema Drehmoment. Und wir haben einen Elektromotor. Das heißt natürlich, es sind auch elektrische Assistenzsysteme mit an Bord. Es gibt natürlich verschiedene Riding Modes und für die Leistung besonders wichtig, logischerweise eine Traktionskontrolle. Die ist in diesem Fall 6-stufig. Und wir haben ein Kurven-ABS von Bosch. Das ist auch mit verbaut. So viel, ich sag mal, an kleinen Details zum Thema Leistung, zum Thema Motor, zum Thema Reichweite, zum Thema Elektronik. Was natürlich auch noch spannend ist, ist das Drumherum, sind Fahrwerk und Bremsen. Und hier setzt Energica auf, ich sag mal, bewährte Technik. Wir haben an der Front gabelseitig eine Upside-Down-Gabel aus dem Hause ZF Sachs, 43 mm im Durchmesser, 150 mm Federweg, voll einstellbar, 150 mm, da sieht man, es geht eher so in die touristische Richtung, also nicht typisch klassisch sportliche Dimensionen. Das gleiche ist tatsächlich auch beim Federbein der Fall, auch 150 mm Federweg. Im Gegensatz zur Gabel ist das aber nicht voll einstellbar. Hier sind nur die Federvorspannung und die Zugstufe adjustierbar. So, Federbein, was muss natürlich auch noch passieren? Das Ding will gebremst werden. In dieser Ausbaustufe 260 Kilo, eine ganze Menge. Dementsprechend die Bremsen auch, ich sag mal, üppig dimensioniert. Wir haben vorne 3 30er Scheiben, die von 4 Kolben Brembo Radialsätten bearbeitet werden. Hinten eine 240er Scheibe, auch aus dem Hause Brembo. Ja, und wir haben zwar einen Tourer und die Optik ist
ich sag fast Reise-Enduro oder Reisetourer-mäßig. Das ist aber bei der Bereifung nicht der Fall. Wir haben ganz klassisch 17 Zoll Räder, vorne 3,5, hinten 5,5 Zoll und in den Dimensionierungen 120, 70, 180, 55. Also eine klassische Sporttourer- bzw. Sportler-Dimension. Ja, so viel, ich sag mal, zu den groben technischen Details. Jetzt geht es natürlich ans Eingemachte. Ich werde mich jetzt in den Sattel schwingen und die deutschen Landstraßen in Angriff nehmen und das auch in ausgeprägter Art und Weise. Und wie sich das Motorrad in dem Bereich schlägt, wie die Kapazitäten und die Leistung, also die Reichweite tatsächlich ausfällt und wie es sich anfühlt, das erfahrt ihr natürlich wie immer im zweiten Teil des Videos. Servus Leute, Tag 1 der Xperia Experience und ich will jetzt gerade auf zugeben und es geht tatsächlich schon gut los. Gestern Abend habe ich das Moped geholt und hier bei mir im Hof abgestellt mit ca. 9% Restenergie und ich glaube es waren 17 Kilometer Restreichweite. Jetzt sind wir bei 3% und 5 Kilometer. Ich werde mir jetzt erstmal schleunigst eine Ladestation suchen und hoffen, ich kann die Tour überhaupt schaffen. Wäre blöd, wenn ich gleich zu Beginn schon mal schieben müsste. So, ich bin bei Aldi und zwar an der Ladesäule. Die habe ich hier in nächster Nähe in Darmstadt gefunden. Das war jetzt die erste Option und die habe ich natürlich jetzt auch genutzt, weil ich will ja los. Und ich bin jetzt hier circa, ja, ich sag mal, gute halbe Stunde. Habe mir jetzt noch eine Kleinigkeit zu essen geholt. Das hat natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Jetzt habe ich noch gegessen und warte jetzt eigentlich erst, sagen wir mal so, 5 bis 10 Minuten. Es regnet jetzt auch. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt direkt los. Also es kam mir eigentlich sehr gelegen. Und in dieser Zeit, in der ich jetzt hier bin, habe ich von 2% auf 84 geladen. Das bedeutet, ich habe jetzt ca. 180 Kilometer Reichweite, bis ich jetzt mein Zeug zusammengepackt habe. Wird noch das letzte Prozent voll sein und ich werde so bei 85 bis 90 losfahren. Und ja, dann schaue ich mal, wie weit wir damit kommen. Also bis jetzt so laden dauert natürlich ein bisschen länger als tanken. Aber wie gesagt, jetzt mit der Kombination mit dem Einkaufen ist es strategisch sehr gut gelegen. Eigentlich eine gute Geschichte. Ja, und jetzt hoffe ich nur noch, dass das Wetter besser wird und die Tour dann endlich richtig starten kann. So Leute, ich bin inzwischen in Weimar angekommen. Die ersten 600 Kilometer mit der Energica sind Geschichte. Die Bedingungen waren nicht so ganz optimal. Das Wetter hat mir so ein bisschen in Schnippchen geschlagen. Die ersten knapp 400 Kilometer von Darmstadt hier nach Weimar waren so ziemlich durchwachsen. Ich bin dann auch circa 120 Kilometer abends dann noch im Dunkeln bei Nebel unter 10 Grad, feuchte Straßen nach Hause gefahren. Hatte mir extra eine schöne Tour durch den Thüringer Wald geplant und das hat sich dann zum Ende der Route eben nicht mehr ganz ausgegangen. Lag unter anderem am Laden des Motorrads. Das funktioniert zwar grundsätzlich sehr, sehr gut, ist mega einfach. Ich habe mir im Vorfeld, als ich die erste Etappe geplant habe hierher nach Weimar, die Mühe gemacht, entlang der Route eben Zapfsäulen und Ladestationen zu suchen. Habe mir die eine oder andere App runtergeladen, ChargeMap zum Beispiel und die EnBW-App, mit der ich jetzt auch meistens bezahle. Habe dabei aber festgestellt, jetzt, als ich unterwegs war, dass es so einfach ist, dass man eigentlich überall eine Ladestation findet, dass ich mir jetzt heute für den zweiten Teil keine Ladestation mehr im Vorfeld rausgesucht habe. Aber, und jetzt kommen wir zum Problem, man ist natürlich etwas eingeschränkt, da man nicht genau weiß, wie gut die Ladestation lädt. Die Apps geben zwar wieder, okay, folgende Station lädt mit bis zu 30 kW oder eben noch mehr. Die Autostationen laden, glaube ich, bis zu 300 sogar. Wenn du da mit einem Porsche oder was ankommst, ne, die brauchen ja mächtig Saft. Das Problem ist, dass nicht immer ganz sicher ist, dass man eben auch mit der entsprechenden Energie laden kann. Das liegt einmal am Fahrbetrieb, je nachdem wie warm der Akku ist, und dann auch teilweise an den Stationen, dass die vielleicht im Moment, wenn man dort ist, nicht die Leistung abrufen können, weil andere Verbraucher drumherum extrem viel Strom verlangen oder weil halt einfach nicht das realisiert werden kann, was angegeben ist. Also das war so ein bisschen problematisch. Ansonsten hat es sehr, sehr gut geklappt. Wie gesagt, man findet die Dinger überall. Und ich habe jetzt, wie gesagt, meine Route so geplant, dass ich heute weiterfahre Richtung Brocken. Richtung Süden ist leider immer noch Regen und ich habe mir keine Station ausgesucht und fahre jetzt einfach mal, wie man es eben machen würde, auch wenn man mit einem Verbrenner unterwegs ist, einfach auf Glück, man wird was finden. Es gibt viel mehr Ladestationen als Tankstellen tatsächlich. Und ja, ich schaue mir das jetzt mal an, ob das gut klappt und dann zeige ich euch mal so einen Ladevorgang. Das ist nämlich auch super easy, super simpel. Ja, und ich mache jetzt los und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, gestern hat natürlich beim Laden die Technik gestreikt. Ich war natürlich in Netzkater direkt im Motorradrevier und habe mein Moped aufgeladen.
Allerdings hat die Technik gestreikt, sodass ich das nicht richtig dokumentieren konnte. Ich bin inzwischen in Erfurt. Tour soll weitergehen. Letzte Etappe jetzt. Und ich muss natürlich wieder laden. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen jetzt einfach diese Geschichte, die ich gestern geplant habe. Suchen uns jetzt nochmal über die Mobility App. Wo haben wir sie? Guck mal, da haben wir sie doch. Hier eine Ladestation in der Nähe. Wie gesagt, diese EMBW-Geschichte, das hatte ich schon angedeutet, dass ich das nutze. So, hallo. Warum lädt das jetzt nicht? Das ist natürlich ja sehr, sehr geil. Funktioniert nicht. Machen wir das mal so. Zack. Auf ein neues. Ja, guck, da sind wir doch. So. Wo sind wir? Da, hier, Bad Langensalza. Da stehe ich. Hier ist eine Ladestation. 50 kW. Das ist wichtig, weil wir wollen ja maximal mit Druck tanken. Und das Geschickte an der Geschichte, wir können uns direkt dahin routen lassen. Und zwar sogar über die App. Ich nutze ja Kalimoto für die letzte Etappe. Seht, es ist drin. Setzen wir es als Via-Punkt. Route wird berechnet. Ja, los geht's. Da fahren wir jetzt hin und machen die Karre wieder voll. So Leute, wir nähern uns dem Ladepunkt. Jetzt muss ich mal gucken, wo das denn genau ist. Ja, es ist ja keine Tankstelle, das findet man nicht. Muss man ein Stück weiter. Schauen wir mal, wo das ist hier. Ah, guck an. Ganz normaler Parkplatz. Und da hinten, da ist er ja schon. Eine Ladesäule. Bam, bam, bam. Und so, das sieht doch gut aus. Stadtwerke Bad Langensalza E-Mobility Ladenetz. Super Geschichte. Die nehmen wir. So. Dann brauchen wir natürlich die App wieder. Tipp, tipp, tipp. Da sind wir in der Mobility App. Ladepunkt wählen natürlich. Wir nehmen DC2. Diesen hier. Verbinden und Start drücken. Das machen wir natürlich. Schwupp. Schwupp. So, sollte diese hier sein. Jawohl, der sieht gut aus. Bisschen dreckig hier das Ganze, aber naja. So. Und wir drücken auf Start. Warten auf Antwort. DC Purchase Request in Progress. Jawohl, das wollen wir natürlich. So, wir haben 23%. 51 Kilometer Restreichweite. So, da hat sich was getan. Und damit lädt es. Sehr schön. Und wir laden mit 23 kW. Also super gut. Ich hoffe, ihr seht das hier. 74 Ampere, 23 kW. Mehr geht nicht. Und es sollte das innerhalb von 28 Minuten auf 80% gehen. Ja, dann können wir weiter wandeln. Also, sehr gut. So, da bin ich. Meine Tour mit der Energica geht zu Ende. Die Bedingungen waren zwar alles andere als optimal. Wir hatten ziemlich viel Regen jetzt über das Wochenende, das ich jetzt ausgesucht hatte, um mit der Energica so meine Eindrücke zu sammeln. Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, 1300 Kilometer Distanz zurückzulegen. Und als ich losgefahren bin, lag die Prämisse ja natürlich drauf, zu erfahren und zu testen, wie schlägt sich zum einen das Motorrad und wie praktikabel ist elektrisches Motorradfahren in Deutschland und vor allen Dingen natürlich in den Regionen, in denen ich als Motorradfahrer unterwegs bin, in den Mittelgebirgen, in den Gebieten, in denen ja die attraktiven Motorradstrecken liegen. Ihr habt es so ein bisschen jetzt im ersten Teil des Videos schon mitbekommen. Ich war unterwegs von Darmstadt über Thüringen bis nach Sachsen-Anhalt im Harz, bin zum Brocken und dann über Thüringen, Hessen wieder nach Darmstadt zurück. Ich bin jetzt hier gerade in Rutzesheim, das liegt in der Nähe von Stuttgart. Hier muss ich nachher das Motorrad dann auch wieder zurückgeben. Und das heißt, ich habe im Rahmen dieser 1300 Kilometer unterschiedlichste Fahrbedingungen erlebt. Ich hatte Landstraßen natürlich, ich hatte ein bisschen Bundesstraßen, um von dem einen Motorradrevier ins nächste zu kommen. Ich hatte etwas Autobahn und dadurch ist quasi ein sehr, sehr stimmiger Mischbetrieb zusammengekommen, wie man ihn eben auch auf Touren im Alltag so erfahren würde. Jetzt für euch natürlich, wie hat sich das Motorrad geschlagen? Und ich fange mit einem sehr wichtigen Thema an. Das ist zum einen die Ergonomie. Das ist mein Highlight oder mein wichtiger Punkt, wenn es um die ersten Eindrücke am Motorrad geht. Und für euch natürlich die Emotionen. Und hier kann ich in beiden Belangen dem Motorrad nur wirklich sehr, sehr gute Noten geben. Ergonomie, Tourer-spezifisch, hoher Lenker, breiter Lenker, eine angenehme hohe Sitzposition, eine super Sitzbank.
ein toller Knieschluss. Das Motorrad ist sehr, sehr schmal gebaut im Sitzbereich und auch eine angenehme Fußrastenhöhe haben das Fahren wirklich zu einer sehr entspannten Geschichte gemacht. Egal wie lang die Etappen gewesen sind, es war nie, dass irgendwie was gezwickt hat, hat wirklich sehr, sehr gut gepasst. Und was dazu jetzt auch noch dazu gehört, ich habe gesagt, wir wollen über Ergonomie und Emotionen reden. Emotion ist natürlich ein wichtiger Punkt bei einem Elektromotorrad und beim Motorradfahren im Besonderen. Hier fallen natürlich Vibrationen weg, hier fällt natürlich das Thema Sound weg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ein Minuspunkt sein, wenn man mit dem Motorrad in der Stadt unterwegs ist. Bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten ist der Sound einfach scheiße. Ich muss es einfach so sagen. Aber das ist nicht immer so. In diesem Niedriggeschwindigkeitsbereich, so, also mal 15, 20, 30 km/h, hört sich das ziemlich lame an. Wenn der Motor aber auf Touren kommt, verändert sich das und kommt von diesem, ich sag mal, Elektro-Spielzeug-Sound hin zu, ist fast wie ein Flugzeugtriebwerk. Und das finde ich ziemlich cool. Vor allen Dingen, wenn du zügig auf der Landstraße unterwegs bist und das Gas aufziehst, wirklich eine andere Soundentwicklung. Aber mir hat das sehr getaugt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und was in dem Zusammenhang natürlich wichtig ist, es ist sehr, sehr fahrdynamisch. Ne? Ich ziehe das Gas auf und das Ding marschiert halt einfach immer vorwärts. Ich hatte es angedeutet, der Motor nicht so viel PS, aber sehr, sehr viel Drehmoment. Und dadurch, dass es eben nur einen Motor, kein Getriebe gibt, ist man immer im richtigen Gang. Das Ding marschiert in jeder Lebenslage viel vorwärts und macht dadurch natürlich extrem viel Laune. Wir haben natürlich Elektronik an Bord und die muss natürlich beim Fahren hier berücksichtigt werden. Vor allen Dingen dadurch, dass ich Rekuperation mit im System und mit an Bord habe, also Energierückgewinnung. Und da hat es etwas gedauert, bis ich so die richtige Einstellung für mich gefunden habe. Ich habe Stufe 2 von 4 genutzt, weil die so, wenn man das Gas wegnimmt, so das natürlichste Motorradgefühl vermittelt hat. Also so, als wenn ich quasi ohne die Kupplung zu ziehen vom Gas gehe bei einem Verbrennermotorrad und quasi diese Motorbremse habe. Das war so ziemlich die angenehmste Variante für mich. Dann, wenn ich zügig fahre, wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin, spielt natürlich das Fahrwerk und die Bremsen spielen natürlich auch eine immens wichtige Rolle. Und wir haben ein Touring-Motorrad. In diese Richtung ist das Fahrwerk auch ausgelegt. Das funktioniert auch unter vielen Bedingungen sehr, sehr gut. Filtert grobe Unebenheiten raus, ist deutlich komfortabler ausgelegt als das Fahrwerk an einem sportlichen Naked Bike oder an einem Supersportler sowieso natürlich. Was es aber nicht so besonders gut kann, das ist mir so negativ aufgefallen, das ist das Thema schnelle, harte Stöße. Die gibt es ziemlich direkt weiter und das sorgt dafür, dass wenn man auf etwas schlechterem Geläuf unterwegs ist, so ein bisschen auch das Vertrauen fürs Vorderrad fehlt. Das liegt natürlich auch mit an dem hohen Lenker. In Kombination muss ich aber sagen, einen definitiven Punkt, an dem gearbeitet werden kann. Ich habe jetzt nicht am Fahrwerk Einstellungen vorgenommen, dazu war einfach die Zeit zu knapp, lässt sich vielleicht beheben, aber grundsätzlich würde ich sagen, gerade dieser Highspeed-Bereich bei diesen harten Stößen ist ein kleines Manko. Ansonsten, wie gesagt, das Drum und Dran fährt sich super gut. Ich habe extrem viel Spaß gehabt mit dem Motorrad, wenn es denn die Straße mal und die Zustände mal erlaubt hat und es trocken gewesen ist. Also man kann das mit diesem Ding wirklich zügig fliegen lassen. Super Geschichte. Mir gefällt neben den Emotionen beim Fahren auch die Optik sehr, sehr gut. Wie gesagt, Ergonomie, Lenker etc., das ist natürlich Tourer-Motorrad und die Gesamterscheinung ist natürlich auch eher in Tourer-Design gehalten, bringt viele positive Punkte mit sich. Windschutz ist super, ich bin sehr gut ins Motorrad integriert, aber es gibt einen kleinen Malus, sage ich jetzt mal, und zwar ist das Finish noch nicht hundertprozentig optimal. Das ist ja ein Vorserienmodell, das hatte ich ja bereits erwähnt. Und es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Spaltmaß an der einen oder anderen Stelle oder auch die Anmutung der Armaturen. Das könnte ein bisschen hochwertiger sein, vor allem wenn ich mir überlege, dass das Motorrad 25.600 € Einstiegspreis haben soll. Und da kann man schon ein bisschen mehr erwarten, denke ich, bei der Ausstattung, also bei der Anmutung und bei der Ausstattung. Das Windschild ist einstellbar zum Beispiel, das muss aber manuell gemacht werden, geht auch während der Fahrt, aber es wäre natürlich eine schöne Geschichte, wenn das per Knöpfchen zu tun wäre. Wir haben einen Tempomat an Bord, der seinen Job gut
macht, aber von der Bedienbarkeit ein bisschen besser sein könnte. Ich muss nämlich umgreifen, um den Tempomat einzustellen, sodass ich mir tatsächlich angewöhnt habe, die linke Hand vom Lenker zu nehmen und den Tempomat so zu fixieren, weil die Positionierung der Knöpfe für mich nicht wirklich optimal ausgefallen ist. Dann habe ich das Thema Alltagsgebrauch noch an dieser Stelle. Da ist mir aufgefallen, der Ständer ist relativ lang. Das muss auch so sein, denn das Motorrad hat einen relativ hohen Schwerpunkt, der beim Fahren eigentlich keine Rolle spielt. 260 Kilo und trotzdem sehr dynamisch, das zu bewegen. Langer Lenker, breiter Lenker, sei Dank. Aber im Stand ist es natürlich schwierig zu manövrieren. Mit diesen 260 Kilo. Deswegen hat dieses Motorrad auch einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang mit an Bord, um die Sache so ein bisschen zu erleichtern. Aber ich habe diesen Ständer, ne? Den brauche ich ja, wenn ich dann meine Position gefunden habe. Der ist relativ hoch. Das bedeutet, wenn das Gelände nicht hundertprozentig eben ist, steht das Motorrad sehr aufrecht und neigt zum Kippen. Ich muss den Ständer aber auch so hoch haben, weil ich ja den hohen Schwerpunkt habe und damit dafür sorgen muss, dass, wenn das Motorrad Richtung Ständer gelehnt ist, halt da auch nicht instabil wird und in die andere Richtung kippt. Also das ist so ein bisschen ein Kritikpunkt. Und wenn man das Motorrad auf den Ständer stellt, noch eine zweite Geschichte. Es gibt ja keinen ersten Gang. Es gibt ja nur den Elektromotor. Und das heißt, ich kann das Motorrad nicht fixieren, wenn ich zum Beispiel am Hang stehe. Ich habe das auch als Erfahrung gemacht. Meine Einfahrt ist relativ steil. Es war ein bisschen feucht. Ich habe das Motorrad auf den Ständer gestellt und es ist tatsächlich auf dem Ständer einfach zurückgerutscht Richtung Garagentor. Und da soll es natürlich nicht hin. Da wäre es eine super Geschichte, wenn hier, wo die Kupplung normalerweise hin ist, wie eine Art Feststellbremse noch mit dazu käme, um das Ganze ja, sicher abstellen zu können, sowohl am Hang, wenn man mit Gefälle nach vorne steht, oder eben in meinem Fall ging es nach hinten, dass da halt einfach nichts verrutscht. So, jetzt sind wir einmal rum. Fahrdynamik super, Optik gefällt mir gut, Emotionen macht es für mich auf jeden Fall mehr als genug. Fahren ist einfach eine super coole Geschichte und das ist tatsächlich auch das, wie das Motorrad aufs Außenstehende wirkt. Ich bin viel angesprochen worden, eigentlich an jeder Ladestation, an der ich gewesen bin, kommen die Leute auf einen zu, sind interessiert, wollen wissen, was da Phase ist. Man muss natürlich dazu sagen, das Motorrad ist natürlich ein Stromer und an den Ladepunkten trifft man natürlich Leute, die sind sehr offen für das Thema. Aber auch sonst im Alltag. Selbst an der Ampelkreuzung wurde ich angesprochen von jemandem, der da stand und gefragt, hey, ist es ein Elektromotorrad? Mega geil, findet er super und egal, wo man damit hinkommt. Es ist immer Gesprächsthema und die Leute sind der Sache sehr, sehr offen gegenüber und finden das, mehrmals wirklich so genannt, geil. Und das ist auch mein Fazit. Das Konzept ist gut, es macht extrem viel Spaß damit zu fahren. Die Reichweite ist gut, ich kann Autobahn 180 Kilometer fahren, ich kann Landstraße 200, 220 Kilometer damit fahren. Für mich vollkommen ausreichend, dann brauche ich eine Pause. Die Ladeinfrastruktur ist inzwischen super gut. Das heißt, man findet auch in abgelegenen Gebieten wie eben dem Harz oder dem Thüringer Wald immer im Rahmen von 20 bis 30 Kilometer eine Ladesäule. Im urbanen Bereich natürlich deutlich mehr und auch wenn ich so im etwas besser entwickelten Bereichen oder ländlichen Gebieten unterwegs bin, mehr Infrastruktur, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Laden super easy. Also mir hat das Motorrad sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt tatsächlich auf mehr elektrische Zukunft. Allerdings auch auf das kommende Verbrennermotorrad, das jetzt demnächst als Test ansteht. Bevor es soweit ist, möchte ich mich aber bedanken. Und zwar zum einen bei Nico Röder, der mir vertrauensvollerweise dieses Motorrad kurzfristig zur Verfügung gestellt hat. Dann bei Markus Lacroix, der mir mit seiner Energica-Erfahrung und Elektromobilitätserfahrung ein bisschen den Einstieg in das Thema Reichweite und auch Infrastruktur, Vorgehen beim Laden und so gegeben hat. Also vielen Dank dafür und natürlich danke ich euch wie immer für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr Anregungen oder Fragen zum Thema habt, wenn ihr die hier in die Kommentare haut und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn euch das Thema gefallen hat. Wenn nicht, abonniert es trotzdem. Verbrenner gibt es demnächst auch wieder. Ich hatte es ja gerade angedeutet. Ja, und damit bin ich am Ende des Videos. Bedanke mich, wie gesagt, für eure Aufmerksamkeit und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Michel.